Hallihallo, ihr Lieben. Ich freue mich über eine weitere Episode aus meiner tollen Serie, wie ich finde, unheimlich informativ zum allgemeinen Verhalten von Pferden im Rahmen meiner Serie Feine Signale für Schmerz, Unbehagen und Frustration. Ja, es geht darum, was kann ich alles an der Körpersprache meines Pferdes erkennen und welche Gesten und Signale kann ich richtig einschätzen. Heute in dieser Episode geht es um die allgemeine Verfassung des Pferdes, also darum, wie sich Pferde im Gesamterscheinungsbild verhalten, wenn sie Unwohlsein oder Schmerzen zeigen. Ich finde diese Kategorie besonders wichtig, weil sie uns Hinweise gibt, die nicht auf einzelne Körperteile beschränkt sind. Das waren nämlich die ganzen Folgen davor, sondern hier heute legen wir ein ganz besonderes Augenmerk auf das gesamte Auftreten des Pferdes. Das heißt, in der Kategorie schauen wir auf Gesamterscheinungen des Pferdes, weil Pferde, oder auf die Gesamterscheinungen des Pferdes, weil Pferde Meister daran sind, Schmerzen zu verstecken. Man sieht das also nicht unbedingt so offensichtlich und darum lohnt es sich, auch auf subtile Veränderungen zu achten. Also sowas wie stumpfer Gesichtsausdruck, übersteigerte Aggressivität oder auch gesteigerte Aktivität. Schauen wir einmal in das, was dich in diesem Video erwartet. Also, wir sind bei Folge 6. Du lernst, welche Verhaltensweisen die allgemeine Verfassung deines Pferdes beschreiben. Du siehst Videobeispiele. Ich zeige jetzt als allererstes die Bilder und die gehen wir alle durch und dazu erkläre ich was. Und dann zeige ich dir Videobeispiele dazu, wie sich Unruhe, Abwehr oder übermäßige Vorsicht im Alltag äußern. Und die dir vielleicht auch bei deinem Pferd zu Hause auffallen können. In der Box oder wenn du sie rausholst oder wenn sie auf dem Paddock stehen. Ich rede auch ein bisschen davon, warum so eine Teilnahmslosigkeit oder manchmal auch eine scheinbare Aggression oft unterschätzte Schmerzsignale sind, auf die man achten sollte. Also nicht jedes Mal, wenn ein Pferd überaktiv ist, frustriert ist, Aggression zeigt, bedeutet das, dass es widersetzlich ist, sondern ganz oft kann das eben halt auch bedeuten, dass irgendwas im Körper nicht stimmt. Natürlich hat auch viel mit erlernter Disposition zu tun, also mit dem, was man ihnen beigebracht hat. Aber dazu, wenn diese Serie vorbei ist, das ist die vorletzte Folge, eine folgt noch, wenn die Serie vorbei ist, mache ich dazu ganz viel. Und wenn du dran bleibst, subscribe, also Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du nichts verpasst, dann wird das hier alles noch unheimlich viel Sinn machen, was dir hilft, zu unterscheiden, wenn das Pferd in einer Trainingssituation ist. Weil dazu mache ich noch ganz viele Videos, die kommen alle noch. Aber erstmal wollte ich diese unheimlich wichtige Kategorie auf jeden Fall einmal als Serie aufgenommen haben, damit wir das als Grundlage haben für fürs weitere Training und die Ausbildung. Das heißt also, in dieser Folge bekommst du auch trotzdem praktische Hinweise, wie du Veränderungen in der Gesamterscheinung deines Pferdes richtig einordnest, weil wir wollen Schmerz, Unwohlsein, Frustration auf jeden Fall ausschließen wollen, wenn wir Pferde trainieren. Und mein Ziel ist auch, dass du verstehst, warum es so wichtig ist, diese Anzeichen, von denen wir heute reden, nicht als Unarten abzutun, sondern vielleicht auch mal als Hilferuf von deinem Pferd. So, da sind wir. Overall Demeanor, also diese allgemeinen Verhaltensweisen des Pferdes, die gehören zu einer Hauptkategorie von 64 Verhaltensweisen, die ich insgesamt mit Schmerzen und Unbehagen beim Pferd hier angezeigt habe oder auch noch anzeige, weil es folgt ja noch eine Folge, die 7. Und ich gehe auf all das in dieser Videoreihe ein und diese Kategorie hier fasst also die Gesamterscheinung des Pferdes zusammen. Da kannst du drauf gucken, wirkt das teilnahmslos, überwachsam, ungewöhnlich aggressiv, überaktiv, unruhig. Das sind alles Sachen, die wichtig sind bei diesem Thema und auf die ich auch alle eingehen werde. Also all diese Anzeichen, die ich dir gleich zeige, sind unspezifisch. Sie können bei Schmerzen, aber auch bei Stress oder Krankheit auftreten. Wichtig ist, die Signale im Zusammenhang zu sehen. Das sage ich in fast jedem Video. Wiederholen die sich?
treten die mehrfach davon auch gemeinsam auf. Also immer wieder dieses Wort clustern, was ich so sage. Kann man die zusammenordnen? Kann man die irgendwie clustern? Und dann lohnt es sich genauer hinzusehen und vielleicht auch mal einen tierärztlichen Rat einzuholen, weil wie immer in jedem Video gesagt, der Kontext macht den Unterschied. Wir müssen immer kontextbezogen auf das Pferd schauen. Natürlich kann so ein Kauen an Gitterstäben oder das Knirschen, Zähneknirschen, Unruhe auch in anderen Zusammenhängen vorkommen. Also zum Beispiel Unzufriedenheit, wenn andere Pferde den Stall verlassen und ich als Pferd nun untypisch für sonst allein im Stall bleiben muss. Oder es kann eben halt auch eine soziale Kommunikation mit anderen Pferden sein, so ich will mit oder ich bin hier, lautes Wiehern, lautes unruhig im Stall rumlaufen. Entschuldigung, aber darum muss man eben halt immer kontextbezogen gucken. Ist das jetzt nur heute, ist das nur aus diesen Gründen oder in welchem Zusammenhang sehe ich das beim Pferd? Weil Pferde als Beutetiere haben sich darauf spezialisiert, Anzeichen von Schmerz zu verbergen. Besonders in Gegenwart von Menschen oder potenziellen Prädatoren, also Raubtieren. Viele sagen immer, ja, mein Pferd zeigt das nur, wenn ich da bin. Aber wenn ich weg bin, dann sieht man es nicht oder so. Das glauben die zu wissen, weil man weiß es wirklich nur, wenn man eine Kamera hingestellt hat, weggegangen ist, wirklich mal das Pferd beobachtet hat, so dass es weiß, dass niemand mehr da ist. Zeigt es das trotzdem noch das Verhalten? Spielt mein Pferd nur das Verhalten? Im Grunde genommen kann man sich wirklich merken, dass Pferde eher eine Schwäche verdecken oder überspielen, als sie wirklich vor uns oder vor anderen im Stall zu zeigen. Und darum sind auch diese subtilen Veränderungen in dieser Gesamtverfassung so wichtig, damit man das ganz objektiv beurteilt. Weil in Studien wurde gezeigt, und ich bin ja Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert mit Pferden trainiert, oder Pferde trainiert, ja, mit Pferden, sich selber auch noch trainiert und euch. Also da wurde eben halt auf jeden Fall gezeigt, ich wissenschaftlich basiert, denkend, arbeitend und das eben in Training und Ausbildung von Pferden mit einzubeziehen. Aber in diesen ganzen Studien, die ich so zugrunde lege, da wurde gezeigt, dass Pferde deutlich weniger Schmerz- und Unbehagensverhalten zeigen, sobald ein Mensch anwesend ist. Die Häufigkeit kann um mehr als 75% abnehmen in der Anwesenheit von Menschen. Darum ist auch ganz gut, wenn ihr mal eine Kamera aufstellt, wenn echt keiner da ist. Hat jetzt jemand in einem Gestüt, das natürlich wesentlich leichter, als wenn man in einem Pensionsstall ist, wo viele Pferde stehen. Aber auf jeden Fall ist das umso wichtiger dann, dass man auch mal guckt, wenn niemand da ist, aber auch so, dass das Pferd wirklich sich sicher fühlt, dass niemand da ist. Das geht eigentlich nur mit dem Aufstellen von der Kamera und dem Weggehen. Aber deshalb basiert auch dieses Ethogramm, das ich heute mit dir und euch teile, auch auf Videoaufzeichnungen und nicht auf direkte Beobachtung. Da kann man nicht an der Tür stehen und einfach nur hingucken, weil viele der vor allen Dingen hier jetzt beschriebenen Verhaltensweisen nicht isoliert auftreten, sondern kombiniert mit anderen Signalen. Also da gehört eine ganze Menge dazu. Auch in den Folgen davor kannst du ja noch mal ein bisschen kombinieren mit dem Thema Schweifschlagen, Ohrenspiel, Kopfbewegungen und eben halt mit dem hier in dem allgemeinen Verhalten zeige ich auch ein bisschen, wenn du alle Folgen verfolgt hast, dann siehst du auch, dass sich hier jetzt einiges kumuliert, dass einiges zusammenkommt, weil wir hier eben dann nicht nur irgendwelche Verhaltensweisen sehen, sondern auch Bewegungen, Schweifschlagen, Ohrenspiel, alles kommt jetzt in dieser Folge zusammen. Also, wie gesagt, man darf die Signale nie isoliert betrachten, sondern muss sie immer in Kombination mit anderen Beobachtungen zusammenziehen. Wenn du jetzt mal ein Pferd zu Hause hast, wo du unsicher bist, ja, Andrea, keine Ahnung, guck mal bitte. Der Tierarzt sagt, der hat nichts, aber kannst du mit deiner Erfahrung mal drauf gucken? Dann kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben als Frage und du kannst dir ja auch mal überlegen, ob du vielleicht Mitglied meines Kanals werden möchtest, denn als Trainingspartner kannst du mir auch ein Video schicken und ich analysiere dir das Verhalten und gebe dir auch gerne eine ganz private, wenn du möchtest, können wir es auch auf YouTube publizieren, dann partizipieren andere davon, aber du kannst es mir auch persönlich schicken und als Trainingspartner könnte ich dir dann dein Verhalten analysieren. Wenn du als Trainingspartner Mitglied bist, ganz konkrete Fragen hast und mir das Video gerne schicken möchtest. So,
Aber nun, genug gesabbelt. Let's get into it. Also schauen wir uns mal das erste Bild an. Ich zeige, wie gesagt, jetzt erstmal alle Bilder und dann gucken wir uns die entsprechenden Videos dazu an. Das hier, dieser so ein teilnahmsloser, niedergeschlagener Gesichtsausdruck ist, ich habe das schon bei Pferden erlebt, die übertrainiert wurden, die auf die Rennbahn gegangen sind, zum Beispiel Rennpferde, die ich trainiert habe und die überfordert wurden und dann zurückkamen. Das hat jetzt nichts mit dem Rennsport zu tun, das kann in jedem Trainingsstall passieren. Aber das zurückkam und richtig teilnahmlos blieb. Und das hat mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis wir das Pferd wieder einigermaßen stabil hatten. Also du erkennst, dein Pferd hat weniger Reaktionen auf die Umgebung, oft mit so einem abwesenden, besorgten oder glasigen, starren Gesichtsausdruck. Das ist ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Wenn du dein Pferd gut kennst, dann weißt du ja, wie es sich normalerweise verhält. Und das heißt ja auch, wenn sich das Pferd verändert, bemerkst du das und merkst, das ist anders als normalerweise. Dann ist Handlungsbedarf, da stimmt was nicht. Tierarzt vielleicht mal zur Rate ziehen. Wenn du ein Pferd neu ins Training bekommst, dann frag mal den Besitzer aus, ob das Verhalten normal ist. Oder wenn es aus einem Aufzuchtstall kommt und man nicht genau weiß, wie sich das Pferd normalerweise verhält, weil es in großen Gruppen gehalten wurde und man das nicht täglich beobachtet hat, dann kannst du mal anfangen, habe ich schon ein paar Mal empfohlen, so ein Verhaltenstagebuch zu führen. Frühmorgens, wenn du in den Stall gehst, kannst du mal Temperatur messen und das genau aufschreiben. Immer die gleiche Uhrzeit nehmen, weil die Temperatur schwankt auch wie bei uns Menschen zu verschiedenen Uhrzeiten. Dann guckst du mal genau nach dem Fressverhalten, vielleicht mal genau abwiegen das Futter. Wenn was drin bleiben 100 Gramm drin, 500 Gramm, 1 Kilo drin, Trinkverhalten, aus dem Eimer tränken, genau die Liter abmessen und dann auch mal schauen, wie es sich auf der Weide verhält. Dann sammelst du also erstmal über ein paar Tage Informationen und kannst ja dann mit dem Tierarzt drüber sprechen oder mit dem Besitzer. Aber wenn ein Pferd sich so verhält, so aus wie wachsam sein. Dann haben wir hier die Wachsamkeit, so ein Rückzug ist gleich ganz interessant, auch im Video. Besonders vorsichtige Bewegungen machen die Pferde da. Rückzug vor möglichen Störungen oder auch so duckend, so unterwürfig wird das gesamte Erscheinungsbild dann. So, als ob das Pferd sich von Menschen oder anderen Pferden andauernd bedroht fühlt. Es kann also passieren, dass ganz hinten in der Box steht und typischerweise nicht auf eine Person zugeht, die eintritt. Musst du aber auch wissen, ob das Pferd nicht schon einfach angstvoll trainiert wurde und deshalb immer sowieso zurückgeht, sondern wenn es vorher anders war und jetzt kommt eine Person rein, die in die Box reintritt, das Pferd geht nach hinten in die Box, dann steht das Pferd oft mit ganz angespannten Muskeln da, wirkt unfähig oder unwillig, sich zu bewegen, selbst wenn es dazu aufgefordert wird. Aber wie gesagt, du musst schon genau wissen, wie das Pferd sich normalerweise verhält, weil wenn es jeden Tag so ist und immer so ist, aber mit anderen Pferden ist es total normal und es ist ganz fröhlich und frisst und trinkt und ist wach, dann ist es auf Training zurückzuführen. Und wenn diese Schmerz-Unbehagen-Reihe hier vorbei ist, dann mache ich ja ganz viele solche Videos zum Thema Training. So, dann haben wir so ein konservatives Bewegungsverhalten. Da sehen wir dann weniger Bewegung als gewöhnlich in der Box, mit offensichtlichem Zögern beim Gehen. Das Pferd streckt Kopf und Hals nach vorne, macht aber keinen Schritt nach vorne. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Dann gucken wir uns an uncharakteristische Aggression, also zunehmende Reizbarkeit oder Aggression. Diesen Ausschnitt mit dem Pferd habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es im Short war oder im Long, aber falls, dann baue ich auf jeden Fall hier noch den Link ein. Also zunehmende Reizbarkeit, Aggression, beißen, ausschlagen, bedrängen gegenüber Menschen, aber auch anderen Pferden gegenüber. Also ähnlich wie bei Überreaktionen kann ein Pferd unter gesteigertem Stress durch Unbehagen Verhaltensveränderungen zeigen, die sich dann eben in erhöhter Aggression zeigen. Also plötzliches Beißen, plötzliches Umdrehen, Treten. Solche Pferde, die wirken insgesamt grummelig, können auch unerwartet gegen Menschen oder andere Tiere ausschlagen. Da muss man ein Augenmerk drauf haben, wann macht das Pferd das ganz genau. So, dann haben wir überreaktiv und schreckhaft. Da hat das Pferd eine extremst niedrige Reitschwelle
und viel lebhaftere Reaktionen auf Umweltreize als normalerweise. Unheimlich schreckhaft, springen schnell zur Seite. Überreaktionen können auf eine geringe Toleranz gegenüber von Reizen hinweisen. Wir sehen das dann auch auf dem Training und in Ausbildung, wenn Pferde plötzlich so überreagieren. Das muss ja nicht immer gesundheitlich dann ein Thema sein, dass man immer gleich den Tierarzt braucht und davon ausgehen muss, dass man ein krankes Pferd im Stall hat. Das kann eben halt auch sein, dass das Pferd sich insgesamt unwohl fühlt. Also auch mal gucken, wenn die in Gruppenhaltung stehen, kommen die gut an Futter dran, stehen die dort zufrieden, integriert, haben Sozialinteraktion. Auf all diese Sachen kann man mal gucken, wenn man so etwas sieht. Da mache ich auf jeden Fall Trainingsvideos noch zu, weil da habe ich ein Pferd trainiert, was beim Anreiten dann in der Box total friedlich war und alles war super, ganz ruhige, geringe Reitschwelle, aber draußen alleine auf der Arbeitsfläche, in der Trainingsfläche im Longierzirkel, da haben wir das ganz viel gesehen und dann muss man da erstmal Sicherheit schaffen. Da kann es auch sein, dass das Pferd sich da einfach unwohl fühlt, weil das ist hier ja nicht nur Schmerz, das ist Schmerz, Frustration und an so etwas kann ich sehen, na, warte mal, vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen mehr Sicherheit geben, dass das Pferd besser trainiert werden kann, weil durch ein erhöhtes Stressniveau in Verbindung mit Unbehagen kann das eben kommen und dieses schreckhafte Verhalten auch in Training und Ausbildung und da muss man eben halt ansonsten mal erstmal gucken, ob man das Training in dieser Arbeitsfläche zum Beispiel etwas besser gestalten kann oder ob ich einen Tierarzt dazu rufen muss. Hier sage ich jetzt erstmal relativ viel zu, weil ich hier viele Bilder drauf habe. Da geht es um Unruhe, Unbehagen, häufigen Aktivitätenwechsel, also so ein häufiger Wechsel zwischen Hauptaktivitäten, sowas wie Futter essen, stehen im Ruhezustand, aufmerksames Stehen. Wenn die dann andauernd wechseln, viel öfter als erwartet, teilweise von Minute zu Minute, da kannst du wirklich auch mal auf einer Kamera, wenn du die hinstellst, gut beobachten, diese Zeitfrequenzen angucken. Mann, das ist so unruhig, das hat in 2 Minuten sich schon 6-mal gedreht oder so. Das ist oft verbunden mit weiteren Anzeichen von Unbehagen. Also sehen wir auch dieses Kopfschwingen, von dem ich viel rede, Lecken, Kauen, Schweifschlagen, all solche Sachen, die kommen oft dazu. Dann haben wir dieses Circling, Pacing. Das ist im Kreis gehen oder auf und ab entlang eines Begrenzungsbereichs, also am Zaun auf und ablaufen, am Paddock immer wieder auf und ablaufen. Bei leichtem bis mäßigem Unbehagen können auch noch Kreiseln dazukommen, hin und her gehen. Dass es andere Verhaltensweisen unterbricht. Das weist darauf, dass das Pferd keine bequeme Stehposition findet. Kann natürlich auch sein, dass da sich extremst unwohl fühlt in dieser Box, mit seinem Boxennachbarn alleine vielleicht ist oder so. Aber es kann eben halt auch darauf hinweisen, dass das Pferd Probleme hat, stillzustehen. Dann steht es aber auch in der Box still, nicht nur auf dem Paddock, macht es dann am Zaun das Auf- und Abgehen, sondern eben halt auch in der Box. Auch in der Halle kann nicht stillstehen, wenn du aufsteigst. Dann müsste man auch mal genauer hinsehen. Dann haben wir dieses Thema Hinlegen, wiederholtes Ansetzen, sich hinzulegen, zu urinieren, Kot abzusetzen. Wenn das andauernd durch Unbehagen unterbrochen wird, also begleitet durch Schweifschlagen, nach hinten gerichtete Ohren, Drehbewegungen mit Kopf oder Körper und da legt sich das Pferd auch oft gegen die Wände, kratzt am Boden, senkt den Kopf, knickt in den Knien ein, steht dann aber wieder auf, als ob es unwillig oder unwohl wäre, sich hinzulegen. Hinlegen, liegen bleiben muss eigentlich immer in Ruhe stattfinden. Wenn während des Liegeruhens häufiges Wechseln zwischen Brust- und Seitenlage oder dem Umpositionieren von Gliedmaßen, das siehst du gleich ganz super in dem Video, oder auch von Kopf und Hals passiert, ja, so als ob das Pferd versucht, eine bequeme Position zu finden. Das ist auch immer ein Zeichen, dass man genauer hingucken sollte.
klar, logisch, verringertes Interesse an Heu oder Futter, aber weiterhin so typische Futtersuchgesten. Auch oft an gar nicht fressbaren Sachen, ja, oder an Objekten. Aber das Pferd, also kann auch Koppen so entstehen, dass es immer gegen die Krippe aufsetzt oder so. Aber eher, dass es so möglicherweise, obwohl es Zugang zu Heu und Futter hat, stattdessen in der Einstreu so rumpickt und nur so ganz kleine Bissen nimmt, abwechselnd wieder mit anderen Aktivitäten. Kann auch sein, dass er an Stallwänden, zeigt gleich im Video, an Stallwänden leckt, Futter- oder Wasserbehältern oder an anderen nicht fressbaren Objekten knabbert oder leckt. Ist auch ein Zeichen dafür, dass man mal gucken sollte, warum ist das eigentlich so und kann ich das Pferd in eine andere Position bringen, eine andere Situation finden, vielleicht auch mal umstellen, vielleicht zu anderen Zeiten rausbringen oder so. Da muss man dann ein bisschen genauer gucken. Wie gesagt, wenn du Mitglied wirst, dann kann ich da auch auf jeden Fall ein bisschen mir Videos angucken, wenn du möchtest, ein bisschen genauer hingucken. Dann haben wir noch das Beißen, Kauen oder Reiben an Objekten, also an Stallwänden, Futter- oder Wasserbehältern. Und die Reaktionen spiegeln oft Frustrationen wider. Wenn das Pferd keine bequeme Haltung findet oder unter lang anhaltendem Unbehagen auch leidet, ja, in einer schlechten Haltungssituation oder so oder überforderten Trainingssituationen, da sehen wir das auch viel. Da müssen wir die Pferde erstmal in die Ruhe bringen. Das machen wir natürlich, indem wir uns entlang der IBEC-Pyramide hangeln. Da habe ich ja coole Videos zu, 4 Stück, glaube ich. Und da siehst du erst, dass du bevor du das Pferd trainierst und ausbildest, dass es erstmal die Grundbedürfnisse gedeckt sein müssen. Dann kommen wir in die interspezifische Kommunikation. Dann kommen wir in die korrekte Anwendung der Lerntheorien, dass mein Pferd nicht in Stresssituationen gebracht wird, nicht gejagt wird, nicht gescheucht wird, dass wir ganz klare Konsequenzen haben, dass wir die Angst eliminieren können. Kannst ja, wenn du Lust hast, mal in diese IBEC-Pyramiden-Videos reingucken. Das gibt viel Aufschluss dafür. Und wenn wir Pferde an die Hand kriegen, die übertrainiert wurden, schlecht trainiert wurden, dann sehen wir viele von diesen Overall Demeanor Verhaltensweisen, über die ich jetzt gerade rede, gerade am Anfang beim Verhalten des Pferdes. Was das hier das letzte Bild auch sein kann, kann eine Übersprungshandlung sein. Also Übersprungshandlung, Entschuldigung, ist ein Verhalten, das in einer Konfliktsituation auftritt und nicht direkt mit der eigentlichen Handlung oder dem Kontext der Situation zusammenhängt, die du ja gerade kreiert hast. Das ist also ein scheinbar sinnloser oder auch unpassender Handlungsablauf. Der kommt oft als Ausdruck von Anspannung oder innerem Konflikt. Und das haben wir ja auch oft im Training. Übersprungshandlungen sehen wir häufig, wenn das Pferd nicht nach mir beißt, aber in den Strick beißt, weil es vielleicht schon mal nach einem Menschen gebissen hat, aber einen auf den Kopf gekriegt hat und gehauen wurde vielleicht sogar auch und sich jetzt nicht mehr traut, sich gegen den Menschen zur Wehr zu setzen, aber dann eben halt in den Strick oder in den Zaun beißt oder in die Decke oder so. Und dann kann das eben halt auch bei Unsicherheiten auftreten. Ist aber in der nonverbalen Kommunikation ein Zeichen, worauf man gucken muss, weil das Pferd ist nicht zufrieden. Also sollte man gucken, ob man es umtrainieren kann. Also wenn 2 oder mehr gegensätzliche Handlungsbereitschaften oder Tendenzen aufeinandertreffen, dann und die nicht unbedingt direkt mit der aktuellen Situation oder dem eigentlichen Ziel der Handlung verbunden sind, sondern so aus einem anderen Verhaltensrepertoire stammen, dann sollte man hingucken. Die haben meistens bestimmte Merkmale. Eigentlich kann man die zusammenfassen in unpassend, sinnlos und es gibt irgendwelche Auslöser, die dafür verantwortlich sind. Also unpassend, das Verhalten passt weder zur vorherigen oder zur nachfolgenden Handlung in der Sequenz, in der ich da trainiere, passt also nicht zum Gurten, Reiten, Führen, dem Verhalten mit mir, ja, alles ist friedlich, aber irgendwie passt das nicht zu dem, was ich da mache. Das bemerkt man auch schnell, da bemerkst du oder ihr vielleicht auch unbewusst schon irgendwas, man komisch, warum macht es das jetzt? Das ist so sinnlos, ja, es hat überhaupt keinen direkten Zweck oder Nutzen, weil warum beißt das in den Strick? Ja, deshalb hört ja das nicht auf, was ich gerade mache. Und dann ist es eben halt entweder unpassend oder sinnlos.
Meistens haben wir irgendeinen Auslöser, den wir eliminieren können, den wir alleine rausfinden können. Und der wird oft ausgelöst durch Konflikte, Stress, Überforderung, Unsicherheit. Aber auch, wie jetzt hier bei den Beispielen, die ich jetzt bringe, und hier zeige ich natürlich auch gleich ein Video zu, wenn es um das Thema Unwohlsein oder Schmerz geht. Beispiele dafür bei einer Verschiebung ist auch oft gehen, kratzen, putzen, irgendwelche Gegenstände angehen, stereotypische Bewegungen aufbauen, sowas wie Weben, Boxen laufen, all solche Sachen. Und tun diese Übersprungshandlungen meistens im Stressabbau. Das heißt, dann bauen die innere Anspannung oder Stress ab oder versuchen das auf jeden Fall. Es kann aber auch dann in so eine schlimme Angewohnheit münden, die ist dann eben halt echt schwierig zu handeln. Und da müssen wir genau hingucken, weil umso länger sowas anhält, umso weniger man hinguckt und das ernst nimmt, umso schlimmer kann das am Ende werden. Also schlimm ist, wenn die Leute sagen, das ist eben immer so. Nee, wir haben die Möglichkeit, das zu verändern. Das möchte ich dir beibringen. Darum danke, dass du hier bist. Und wenn du übrigens immer noch guckst und noch nicht Like und Subscribe gedrückt hast, dann ist das nicht so schön. Schöner wäre, wenn du das jetzt machst. Kannst du ja vielleicht jetzt mal schnell machen. Also, das wäre ganz toll. Und Glocke aktivieren, wenn du die nächste Folge sehen willst. Aber dazu sage ich nachher noch mehr. Also, was auch sein kann, ist, dass so eine Übersprungshandlung so ein Ventil ist, um Energie, die durch einen Konflikt entsteht, einen Konflikt, den sie mit uns haben, mit anderen Pferden haben, um das irgendwie abzuführen. Und ja, genau. Da musst du also auf jeden Fall genauer hingucken. Da kommt gleich ein Video zu. Und dann, last but not least, dann kommen wir auch schon in das gleich ins erste Video. Das hier ist dieses so intensives, distanziertes, fokussiertes Anstarren. Das habe ich auch schon oft erlebt bei Pferden im Training, dass sie mich dann so anstarren. Und ich bin ja sowas von gut mit denen und sanft, wissenschaftlich basiert gut. Nicht einfach, weil ich das so empfinde und so denke, oh, mein Pferd hat es mit mir voll gut, sondern weil ich Evidence dafür sammle und habe. Meine sanften Bewegungen, meine abgewandten Augen, mein achtsames Umgehen, meine korrekte, 100% korrekte Anwendung der Lerntheorien hauptsächlich mit der positiven, negativen Verstärkung und so weiter. Und trotzdem habe ich schon erlebt, dass Pferde dann so sind. Und dann muss man wirklich ganz genau hingucken. Das ist also so ein längeres Starren in eine feste Richtung. Die kriegen dann noch oft, siehst du gleich im Video, so einen glasigen Blick und so einen ganz angespannten, besorgten Gesichtsausdruck. Aber spürt man dann schon so, krass, was ist denn da nur los? Also, jetzt kommen die Videos. So, das ist diese Dull Expression. Ich lasse das so schön durchgehen, wenn du Fragen dazu hast. Dann kannst du die ja auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben. Aber im Grunde genommen habe ich ja dazu auch schon jetzt alles gesagt. Ich gehe die jetzt alle so hintereinander durch, aber sieht man so richtig, ne, wie so ein depressives Verhalten, ne? Die stehen einfach so bewegungslos rum. So, dann haben wir dieses Guarding. Da kommt man dann gar nicht ran, ne? Das ist eben dieses Angstverhalten. Wenn ein Pferd das hat, was ich das erste Mal ins Training kriege, wiederholt sich das nochmal, dann ist es was anderes, ja. Wenn der schon so kommt und es verändert sich durch die korrekte Anwendung von EBC und die korrekte Anwendung von den Lerntheorien, Lecken, Kauen auch sofort, ne? Total krass. Das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Kumulierten, mit dem, was so man clustern kann, ne? Das kommt jetzt zusammen. Das ist ein Pferd, was man normalerweise halt anfassen kann. Und jetzt kaum bleibt die Person stehen, kommt sofort das Lecken, Kauen, ne? Auch interessant. Das hatten wir eben halt schon oft. Conservative Movement.
Not happy. Also das ist ja das, wo sie lieber mit dem Kopf noch nach vorne strecken, als dass sie Bewegungen mit den Beinen machen wollen. Also sehr vorsichtige Bewegungen. Dann haben wir die uncharakteristische Aggression. Wenn die sich plötzlich so gegen uns wenden, irgendwo hinbeißen. Es muss nicht dem Menschen zugewandt sein, das ist ja eine Kamera da steht ja jetzt keiner. Sondern das beißt einfach ganz uncharakteristisch in die Luft. Auch direkt lecken, kauen. Wichtigstes Anzeichen darf dir in Training und Ausbildung nicht entgehen. Und das sind diese Schreckmomente, die wir auch oft in Training und Ausbildung sehen. Und kommt sofort das Kopfschwingen, ja? Das ist auch so eine Geste, die darf dir nie entgehen. Das habe ich in fast jedem Video. Ich habe eins gemacht, auch ein Short, wo du das in Training und Ausbildung siehst. Weißt du, wo du das auch viel siehst? Bei Pferden, die im Kreis getrieben werden, bei manchen Leuten, die Pferde trainieren oder sagen, wie es geht, Trainern, sieht man, dass die Pferde im Kreis bewegt werden, ganz viel, und dann dieses Kopfschwingen zeigen. Das ist auf jeden Fall Frustration. So wie das Lecken und Kauen, das darf einem einfach nie entgehen. Dieses plötzliche Erschrecken haben wir eben oft, wenn Pferde, ich lasse das noch mal einmal von Anfang kommen, dass du es dir noch einmal angucken kannst, siehst auch so Bocken schnell bewegen aus dem Nichts raus und da wieder dieses Kopfschwingen, Schütteln, da kommt alles auf einmal, ja, das Gesamtverhalten und dieses ganz Schreckhafte, plötzlich, bam, genau. Das ist nie ein gutes Zeichen. Dann haben wir, wenn die Aktivitäten sich ständig und andauernd ändern und wechseln. Das ist jetzt eine Schnellaufnahme. Also, ich glaube, 3-fache oder 5-fache Geschwindigkeit oder so. Und was anderes, ne? Wieder am Stroh rumnibbeln, ein bisschen austreten, ein bisschen Schweif schlagen. Hier siehst du wieder das Kumulierte. Hier macht jetzt langsam alles Sinn aus allen Folgen. Wenn du Zeit hast, guck einfach mal alle Folgen durch irgendwann ganz in Ruhe. Weil diese ganzen Folgen davor bis jetzt bauen auch ein bisschen auf dieses Allgemeinverhalten des Pferdes hin. Jetzt rausgucken, Beine wieder heben, am Rahmen da nibbeln, wieder ein bisschen vorgehen, ein bisschen zurückgehen, wieder ein bisschen ausschlagen, wieder ein bisschen scharen, wieder ein bisschen Schweif schlagen, ein bisschen an der Wand rummachen. Also andauernd wechseln die Aktivitäten. Das Pferd findet einfach nicht zur Ruhe. Genau. In der Wand. Sind dann eben halt manchmal nicht nur einzelne Sachen, sondern manchmal sind das eben halt auch viele Sachen, auf die man achten kann und muss. Okay, dann haben wir das nächste Video. Das sieht man, ist ziemlich klar, ne? Dieses Laufen in Zirkeln. Ruhig, kurz ruhig stehen und wieder losgehen. Es kann Unbehagen, Frustration auch sein. Ja, muss nicht immer Schmerz sein. Da sehen wir es wieder. Das ist das ist so eine bedeutende Szene, ja, wo wir sehen, wenn die Pferde im Kreis oder einzeln longiert werden. Wenn die einzeln longiert werden, dann musst du mal drauf achten, wenn die Pferde einzeln longiert werden und nicht ausgebunden sind. Also wenn die diese Kopfbewegung machen können, wie oft die dieses Kopfkreiseln machen. Darum besser an der Doppellonge arbeiten als an der Einzellonge. Und auch nicht frei so viel jagen. Hier haben wir das nächste. Ich habe auch unten immer noch mal die Bezeichnungen drin stehen. Das heißt, dass du da von den Bildern zurück immer noch mal auf dieses Video kommen kannst und immer noch mal dir das mehrfach angucken kannst, wenn du möchtest. Ja, wenn ein Pferd auch versucht, hier abzuäppeln oder zu urinieren, aber bleibt eben bei dem Versuch.
Und dann hört es wieder auf. Da. Da muss man schon mal genauer hingucken, ne? Also auch, äppelt der eigentlich? Hat der Pipi gemacht? Oder hat er es nur versucht? Wenn eine Box extrem sauber ist, dann gucke ich immer mal genauer hin. Hat den schon einer äppeln sehen heute? Das gehört auch noch dazu. Und da kannst du auf jeden Fall mal drauf achten, dass das Pferd, wenn es so kreiselt, ist es ja auch immer kurz vorm Ablegen. Aber es legt sich eben halt hier nicht ab. Also wenn dein Pferd sich ganz normal verhält, dann ist ja alles gut, wenn er sich danach ablegt. Dann haben wir das nächste Video, wenn die sich andauernd umdrehen, andauernd bewegen, wenn die sich hinlegen, unheimlich unruhig liegen. Ich mache nochmal, haben sich ein paar von euch gewünscht. Schreibt es mir aber sonst in die Kommentare, wenn es dich interessiert, damit ich da noch ein bisschen mehr sammeln kann, ob euch mal etwas zum Thema Schlaf interessiert. Ich habe schon ein bisschen Feedback bekommen. Ich habe es gesehen, haben ein paar schon gesagt, mach was zum Thema Schlaf. Das habe ich in einem anderen Video schon mal gesagt. Und, aber du kannst ja auch noch mal reinschreiben, wenn es dich interessiert, weil noch sammle ich ein bisschen, welche Themen jetzt als nächstes kommen. Wenn diese Serie vorbei ist, kommt ja jetzt diese Folge und dann ist ja noch eine Folge und dann sind wir durch mit dem Thema. Und dann mache ich erstmal ein bisschen was zu Training und Ausbildung, wo man all diese Sachen auch sieht, aber vor allen Dingen auch, wie man dann unterscheidet zu einem Umtrainieren, also zu dem Umtrainieren eines Verhaltens. Und diese Unruhe. Aber wenn dich das Thema Schlaf, es gibt nämlich 7 Schlafphasen und wie lang ist eigentlich so ein Schlafzyklus? Wie ruhig müsste so ein Pferd denn eigentlich da liegen? Wie lange dauert das Schlafen eigentlich? Hier wieder den Kopf hochgelegt, wieder leicht seitwärts wieder hinlegen. Also einfach diese gesamte Unruhe, die man hier so im Pferd sieht. Man muss aber, siehst du ja schon, wie lang dieses Video ist. Ist immer noch nicht von vorne angefangen, dass das doch einige Zeit auch dauert, dass man das mal beobachten kann. Okay, gut, dann haben wir das nächste. So rumnibbeln, ziellos. Immer so nibbeln, ein bisschen lustlos dran rumkauen. Ja, so nibbling sagt man in Englisch, also nibbeln in Deutsch, weiß nicht. Aber ja, vielleicht hast du mal eine gute Übersetzung dafür. Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich einen Kommentar kriege. Und Like und Subscribe nicht vergessen. Okay, gut. So, dann haben wir das. Das finde ich ja auch echt gut zu beobachten. Manchmal, also das kann auch sein, dass Pferde vielleicht mal keinen Leckstein haben, Mineralmangel haben. Das sagt man viel. Ne? Dann gucken die nach Kalk und all solchen Sachen aus den Wänden und im Gebäude. Das sieht aber noch mal ein bisschen anders hier aus. Um aber sicher zu gehen, dass es das ist, dann kannst du ja auf jeden Fall mal zusehen, dass du einen Leckstein in die Box machst. Weil wenn du einen Leckstein drin hast, dann kannst du ganz sicher sein, dein Pferd hat alles, keine Mangelerscheinungen und trotzdem macht es das. Kein gutes Zeichen. Krass, auf das achtet man ja überhaupt nicht. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du auf sowas achtest. Also, wenn sowas ist, irgendwie geht man dann gleich einen Gucken, da kategorisiert man das gleich unter Schmerz, Unwohlsein, Frustration und so weiter. Oder denkt man einfach, oh Mann, der nervt, der leckt immer an den Wänden rum oder so. Oder an den Türen oder macht den Kopf raus, ne? Immer so an der Tür entlang. Hättest du das bisher darunter kategorisiert, dass man da was machen muss? Schreibt mal rein in die Kommentare, ich freue mich immer. Und das ist jetzt dieses intensive Starren. Guck mal in die Augen, das ist schon so ein bisschen, ja, tot will ich jetzt nicht sagen. Das ist ja zu viel gesagt, so ein toter Blick, das meine ich nicht damit. Aber so einen starren, so fokussiert, der guckt immer fokussiert auf einen Stelle. Da ist ja jetzt niemand, da stehe ich ja jetzt nicht davor und der starrt mich die ganze Zeit an, um abzuwarten, was ich als nächstes mache, sondern der
starte einfach nur so. Gut, ich hoffe, du findest das interessant. Worauf muss man achten? Und ich freue mich, wenn du mir was reinschreibst, was du schon so beobachtet hast. Worauf musst du also achten? Behalte immer das große Ganze im Blick. Das ist mir wichtig. Das ist mir so wichtig für diese Folge. Die Gesamtausstrahlung des Pferdes, um die geht es mir hier, weil die liefert so viele wertvolle Hinweise, die über so einzelne Bewegungen hinausgehen, was wir in vielen Folgen davor hatten. Ja? Über so einzelne Bewegungen, wenn sei es plakativ ganz einfach zu sehen, wenn das Pferd ist lahm oder das Pferd zieht das Bein hinterher oder das Pferd hält den Kopf schief und sonst hat es das nicht schief gehalten. Das sind ja Einzelbewegungen. Aber hier sehen wir das Gesamte. Hier sehen wir alles vereint. Ja, all diese Sachen, die wir jetzt angeguckt haben, inklusive immer wieder diesem Kopfkreiseln, immer wieder das Lecken und Kauen. Dieses Kreiseln, diese Unruhe und so weiter, das kann ja auch alles zusammengehören. Also insofern finde ich diese Folge mit dieser allgemeinen Verfassung echt wertvoll. Ich hoffe, dir geht's auch so. Schreib's mir mal rein. Allgemeine Verfassung, das sollte man in der Take-Home-Message mit nach Hause nehmen. Also diese gesamte allgemeine Verfassung, von der ich hier gesprochen habe in der Folge, die ist wie ein Gesamtbild des Pferdes zu betrachten. Ich habe dir jetzt einige Verhaltensweisen gezeigt, die ja wie viele kleine Bausteine auch zusammengesetzt werden können, damit die ein Gesamtbild ergeben, die also zusammengenommen sehr deutlich zeigen können, dass ein Pferd nicht im Gleichgewicht ist. Aber entscheidend ist, dass wir diese Zeichen, die man da so sieht und diese Signale und diese kommunikative Mitteilung nicht als Unart abtut, sondern dass man sie etwas mehr als Hilferuf versteht, als ich höre dir zu, ich nehme dich wahr, ich habe einen Reiz präsentiert. Pferde sind so hochintelligent und die größte intrinsische Motivation, also angeborene, ungelernte Disposition des Pferdes, ist die Abwesenheit von Angst. Die wollen in Ruhe sein, die wollen in dieser Zufriedenheit sein und wir können das sicherstellen. Also wir können diese Reize beobachten, wir haben das Pferd in eine Situation gebracht und können in dieser Situation ganz genau abschätzen, ob das Pferd sich unwohl fühlt oder wohl. Aber wir müssen hingucken und die Signale und die Reize und die körpersprachlichen Gesten ernst nehmen. Das ist meine große Message aus diesem Video. So, in der 7. und letzten Folge dieser coolen Serie gehe ich auf das veränderte Fress- und Trinkverhalten des Pferdes ein. Auch nochmal sehr spannend. Also unbedingt einschalten, Glocke aktivieren, abonnieren, damit du auf keinen Fall irgendwas verpasst. Und bis dahin freue ich mich schon auf die Kommentare, auf die nächste Folge, dass du eingeschaltet hast. Dafür ein dickes Danke und bis ganz bald. Das ist eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Dankeschön, bis bald. Ciao.